Ich weiß jetzt, dass ich dich zu nichts zwingen kann, was du nicht willst. Und wenn du zu einer Beratungsstelle gehen möchtest, dann helfe ich dir. Ach, und du meinst, Clarissa hat dein Konzept kopiert? Was sonst? Glaubst du, sie käme alleine auf so eine Idee? Dazu ist sie nicht intelligent genug. Nicht mal richtig klauen kann sie. Ich glaube, ich habe dich mein ganzes Leben lang vermisst. Ja, mir fiel es auch schwer zu wissen, dass es dich gibt, ohne dich sehen zu Gar können. nichts zu sagen. Wollen wir nicht wieder Freunde werden? Wir könnten es doch versuchen. Hallo. Ja, endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. So? Ja, und? Wie geht's, Jan? Gut, geht's Ihnen. Ja, ist das alles? Ja, das ist alles. Sag mal, ich sitze hier seit Stunden und warte auf dich und dann kommst du und lässt dir alles aus der Nase ziehen. Was willst du denn hören? Na, wie der Eingriff verlaufen ist. Ob Jan Schmerzen hat, ob die Ärzte zufrieden sind. Wenn ich's doch sage, ist es alles in Ordnung. Sag mal, du tust gerade so, als ob das Ganze ein Kinderspiel wäre. Das ist immerhin ein schwieriger Eingriff. Keine Schluckimpfung. Ach nein. Hallo, was ist denn los? Jetzt sag doch, hat er Schmerzen? Mir hat er nichts gesagt. Ja, dann muss ich ihn halt selber fragen. Ich wollte nachher sowieso zu ihm. Kommst du mit? Wohin? Na, zu Jan. Ich will ihn nachher besuchen. Iris, ich war doch gerade eben da. Außerdem habe ich gleich einen Termin mit meinem Architekten und muss mit Susanne vorher noch einiges durchgehen. Wo ist sie überhaupt? Ist sie nicht da? Keine Ahnung, wo die steht. Mir sagt sie ja nichts mehr. In dieser Familie braucht man mich ohnehin nur noch zum Putzen und Kochen. Waschen gehört auch noch dazu. Ja. Aber mit mir mal zu reden, auf die Idee kommt hier niemand. Iris, deine Wehleidigkeit wird Susanne bestimmt nicht animieren, mit dir zu reden. Was ist denn los mit dir? Wo ist denn mein zweiter Stiefel? Ich habe ihn doch hier hingestellt. Gedächtnis wie ein Sieb. Der muss doch hier sein, ganz bestimmt. Mein Gott, dann zieh halt deine Halbschuhe an, dass wir endlich los können. Ach, da ist er ja. Ich hab's doch gewusst. Nun mach schon, komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will nicht. Was soll ich denn da? Anna, so eine Beratung ist ein ganz normales Gespräch, weiter nichts. Nun komm schon. Aber ich weiß doch, was ich will. Dafür brauche ich doch keine Beratung. Aber gerade dann musst du zur Beratung. Das ist doch deine Pflicht. Und das sagst du? Ich will doch nur, dass du dich mit jemandem in Ruhe Aber unterhältst. das ist doch eh nur Gelaber. Man wird ja nicht dümmer, wenn man sich Rat holt. Aber klüger auch nicht unbedingt. Außerdem, vielleicht kannst du mich dann besser verstehen. Wem soll denn die Beratung jetzt helfen? Dir oder mir? Es sieht fast so aus, als hättest du alles gut überstanden. Naja, zum Bäume ausreißen reicht noch nicht. Naja, da werden die Bäume nichts dagegen haben. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, Jan, aber hattest du mal Zeit, über meinen Vorschlag nachzudenken? Ja, hab ich. Du kannst mir glauben, ich würde lieber heute als morgen bei dir anfangen. Nur, Nur was? ich muss erst mit Papa darüber reden. Der weiß von all dem noch gar nichts. Ja, ja, ist alles klar. Mein Vorschlag steht, das wollte ich dir nur noch mal gesagt haben. Also ich denke, wie gesagt, häufiger dran, aber solange er nicht Bescheid weiß, möchte ich dir einfach nichts zusagen. Ja. Störe ich? Hallo Iris, überhaupt nicht, komm rein. Sie sind Frau Brandner Ja. von Anstöcken. Ach, das freut mich aber, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Na. Und? Sag mal, wovon weiß Papa noch nichts? Ist bei dem Eingriff irgendwas schiefgelaufen? Nee, wir haben gerade über einen Job gesprochen. Herr von Anstetten möchte gern, dass ich bei ihm in der Firma arbeite. Aha. Hoffentlich hat Papa nichts dagegen. Wäre das so was wie eine Ausbildung, oder? Nee, Learning by doing heißt das.
Inwiefern? Jan könnte als mein persönlicher Assistent in der Geschäftsführung arbeiten. Er könnte dadurch sämtliche Zweige des Betriebes kennenlernen. Und das trauen Sie ihm einfach so zu? Ihrem Sohn traue ich alles zu. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Ach, nun lass dich noch mal richtig in die Arme nehmen. Komm her. Ach, mein Junge. Ich bin so froh, dass es endlich vorbei ist. Sag mal, kannst du mir Gefallen tun? Oh, klar. Kannst du mal die Vorhänge aufmachen? Wenn es weiter nichts ist. Ich bin doch so krank. Ja. Ja, siehst du, sieht das Leben doch schon wieder ganz anders aus. So ein bisschen Sonne alles ausmacht, ne? Wer redet von der Sonne? Ich rede von dir. Übrigens, ich habe mit dem Internat gesprochen. Kathi kann sofort kommen. So schnell? Ja, eigentlich nehmen sie niemanden so kurz vor den Zeugnissen. Aber ich habe gesagt, ich zahle fürs ganze Halbjahr. Arme Schwesterchen. Das wird dir nicht gerade schmecken. Na, mir gefällt's auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber dir hat's damals auch nicht geschadet. Ob du es glaubst oder nicht. Aber Clarissa macht mir zurzeit mehr Sorgen als Kathi. Klaut einfach meine Afrika-Idee. Kannst du sie nicht verklagen? Das dauert doch alles zu lange. Außerdem, die ganze Branche wird über mich lachen, wenn sie erfährt, dass meine eigene Tochter Konkurrenten in mein Atelier lässt. Noch dazu in der Planungsphase. Nein, es muss was anderes geben, um ihr diese Mätzchen auszutreiben. Tja, und wie wär's, wenn du einfach mal mit ihr reden würdest? Mit Clarissa? Da könnte ich auch mit dem Besenstiel reden. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, meine Liebe. Das ist nun mal so in unserer Branche. Manchmal haben halt zwei die gleiche Idee zur gleichen Zeit. Oh, Clarissa, du hast mal wieder so recht. Nein, mit Clarissa reden, das bringt überhaupt nichts. Dann schon eher mit Christoph. Meinst du, Christoph kann sie an die Kette legen? Er kennt doch die Branche. Er ist auch an meiner Firma beteiligt. Also müsste ihn doch interessieren, den Schaden, den Clarissa angerichtet hat, zu begrenzen. Genau, das mache ich. Und wenn sie nicht kuscht, dann soll er sie doch in die Wüste schicken. Oder in ein Internat. Ich muss mit dir reden. Gibt's was Wichtiges? Stell dich nicht so dumm, du weißt genau, was ich meine. Henny, dein Ton. Dein Ton. Barbara weiß alles. Barbara weiß immer alles. Und ich weiß mittlerweile auch Bescheid. Das freut mich für dich. Clarissa, ich finde es unfair, wie du mit deinen schmutzigen Tricks versuchst, Barbara fertig zu machen. Bitte, Henning, die Nachbarn. Ist das nicht etwas komisch? Erst nachdem du mit Kathi in Barbaras Wohnung warst, ist dir die Idee mit Afrika gekommen. Und ich konnte plötzlich die ganze Kampagne umschmeißen. Manchmal ist die Zeit einfach reif für ein Thema. Es liegt in der Luft. Man muss es nur aufgreifen. Aber nicht vom Schreibtisch der Konkurrenz. Du liest so viel. Nein, Clarissa, Moment. So einfach kannst du dich diesmal nicht aus der Affäre ziehen. Du wirst das mit Barbara in Ordnung bringen. Oder was? Oder Christoph erfährt von deinen kleinen Tricks. Und zwar in allen Einzelheiten. Das wirst du nicht tun, Henning. Warum sollte ich nicht? Weil Hunde, die bellen, nicht beißen. Außerdem hatte ich sowieso vor, mit Christoph darüber zu reden. Ja, bitte? Hallo, Anna. So heißt du doch, oder? Guten Tag. Guten Tag, Frau Konrad. Guten Tag. Schön, dass Sie mitgekommen sind. Ja, nur, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, wenn Anna eine Beratung unter 4 Augen wünscht, ja, dann muss ich Sie leider bitten zu gehen. Selbstverständlich. Ich wollte nur noch sagen, dass... Ja. Egal, welchen Rat Sie Anna geben. Ich sorge gerne für das Baby. Kein Problem. Mama, bitte. Schon gut, ich habe schon verstanden, Frau Konrad. Soll ich auf dich warten? Das ist sicher nicht nötig. Anna kann doch allein nach Hause finden. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, dann setz dich doch. Deine Mutter ist ja, scheint sehr besorgt um dich. Allerdings, ja. Aber jetzt sind wir ja unter uns. Und was mich vor allem interessiert, ist, wie du über die Schwangerschaft denkst. Und sonst nichts. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denken soll. Ja, was du denken sollst, will ich auch gar nicht wissen. Nur was du wirklich denkst. Ja, meine Mutter meinte, dass... Ja, jetzt lassen wir deine Mutter mal völlig aus dem Spiel. Es kommt hier ganz allein auf dich an. Du triffst ganz allein die Entscheidung. Und ich will dir dabei helfen, ja?
Hallo Julia. Ich bin Jans Mutter. Das heißt, ich bin natürlich... Ich weiß schon, wer Sie sind. Guten Tag. Dabei kannst du mich doch gar nicht richtig sehen mit dem Mundschutz und all dem. Ja, zu Hause ist es ein bisschen gemütlicher. Aber da muss ich durch. Wie geht es Jan? Ganz gut. Ich soll dich schön grüßen von ihm. Ach, danke. Tja, no, ich wollte einfach mal vorbeischauen. Kann ich irgendwas für dich tun? Soll ich dir was holen oder? Danke, nein, ich bin ganz wunschlos glücklich. Das heißt, wenn Sie die Vorhänge ein Stückchen aufziehen könnten, ich hätte gerne etwas Sonne in meinem Zimmer. Aber gern. Ja. Na, da sieht das Leben doch gleich ganz anders aus, ne? Ja, Sie sagen es. Es kommt die Zeit, und wer das Wünschen wieder hält. Es kommt die Zeit. Ziemlich tote Hose, was? Ah, hi. Ja, ich weiß auch nicht wieso. An dir liegt bestimmt nicht. Das musste ja kommen. Kannst ja gleich Feierabend machen. Schön wär's. Ich könnte wirklich glatt ins Bett fallen und 12 Stunden durchpennen, aber muss noch das blöde Geld zur Bank bringen. Ja, ja, die vielen Partys. Ach Quatsch. Ich war heute Morgen schon um 6 im Jugendasyl. Und hast du den Typ getroffen? Welchen Typ? Heute Morgen hat so ein Typ nach dir gefragt. Schien ein guter Freund zu sein. Ich habe ihn gleich ins Kuckucksnest geschickt. Guter Freund? Wie ist er dann? Namen hat er nicht gesagt. Ist aber keiner angekommen im Kuckucksnest. Komisch. Da war so drauf, als wäre es furchtbar dringend. Und wie sah er aus? Normal. Ach nee, normal. Bart, Brille, Glatze, groß, klein, dick, dünn. Tut mir leid, das kannst du nicht sagen. Er sah ganz normal aus und war auch ganz normal groß. An mehr kann ich mich nicht erinnern. So. Kenn ich überhaupt jemanden, der normal aussieht und normal groß ist? Tja, und da ist es auch passiert. In diesem chaotischen, besetzten Haus. Und dann ist Florian abgehauen. Das ist aber jetzt alles vorbei. Und du bist wieder bei deiner Verstehen Sie denn nicht? Mir wäre es lieber, es wäre überhaupt nicht passiert. Das ist nur, weil es da so chaotisch war. Deswegen ist das so schief gelaufen. Das heißt, du willst das Kind nicht haben? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Meine Mutter redet dauernd auf mich ein und Florian druckst nur rum und sagt nicht, was er will. Du weißt, dass die Zeit, die du für deine Entscheidung hast, sehr kurz ist. Ja. Natürlich kannst du das Kind abtreiben. Aber denk daran, dass das eine endgültige Entscheidung ist. Die kannst du nie mehr rückgängig machen. Und mit dieser Entscheidung musst du dann dein ganzes Leben lang fertig werden. Ich glaube, du brauchst jetzt Zeit zum Nachdenken. Solange du so durcheinander bist, kannst du ja gar keine richtige Entscheidung treffen. Aber ich muss mich doch beeilen. Meine Frist läuft doch ab. Das haben Sie doch gerade noch selber gesagt. Und deshalb noch lange kein Grund, unüberlegt zu handeln. Denk daran, wenn du dich einmal für eine Abtreibung entschieden hast, dann... Ja, aber ich habe doch keine Zeit mehr. Trotzdem, dann lass dir noch ein bisschen Zeit. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Das Risiko müssen wir dann eben in Kauf nehmen. Was ist denn hier los? Schon wieder Krach? Da steckt bestimmt meine Mutter dahinter. Hat der alte Drachen wieder mal Feuer gespuckt? Ich weiß nicht. Die Frau von der Beratungsstelle war sowas von bescheuert, dass ich das Gefühl habe, dass meine Mutter irgendwie vorher mit ihr geredet hat. Mit dieser Entscheidung musst du dein ganzes Leben lang fertig werden. Vielleicht ist es dann schon zu spät für eine Abtreibung. Aber dieses Risiko müssen wir eingehen. Die meinen immer, sie müssen den Prediger spielen, aber was die Schwangere selber will, ist ihnen scheißegal. Ja, genau so war's. Aber zum Glück gibt's ja noch andere Beratungsstellen. Meine Freundin war neulich bei so einer und die war total zufrieden. Und wo ist die? Keine Ahnung. Aber ich könnte mal anrufen. Das war wirklich nett von dir. Soweit ich weiß, kannst du da jederzeit hinkommen. Vielleicht schon morgen. Die haben immer Zeit. Es wäre doch gelacht, wenn wir dem alten Drachen nicht das Maul stopfen könnten. Was sagst du dazu, Florian? Was soll ich schon dazu sagen? Ihr habt sicher recht. Papa, ich brauche deinen Rat. Darauf habe ich seit Jahren gewartet.
Was hältst du davon? Ich meine, was würdest du sagen, wenn ich bei dir aufhöre zu arbeiten? Wieso das denn? Herr von Anstetten hat mir einen Job angeboten. Christoph von Anstetten? Ja, ich könnte bei ihm anfangen. Jederzeit. Ach, und jetzt willst du von mir wissen, was ich von dem Angebot halte? Naja, ehrlich gesagt, ich habe schon zugesagt. Aber so, und Iris meinte auch, dass er eine ganz... Ach, Iris meint also auch. So ist das. Jeder weiß wieder mal Bescheid, außer mir. Das regt dich doch nicht auf. Weißt du was? Du willst meinen Rat ja gar nicht. Du hast ja schon mit Iris gesprochen. Warum tust du eigentlich so scheinheilig, wenn du sowieso schon weißt, was du auf jeden Fall... Papa, du weißt doch ganz genau, wie wenig Möglichkeiten ich in deiner Firma habe, weiterzukommen. Ach, und bei den Anstettens? Oder willst du wissen, ob deine Chancen da größer sind? Ach komm, denk doch mal nach. Ich meine, weißt du, mit Menschen umgehen, das liegt mir viel mehr, als mit Steinen irgendwas zu machen. Das Steine schleppen, das liegt mir nicht so. Körperliche Arbeit ist nicht weniger wert als Handel oder Verkauf. Das meinte ich doch gar nicht so. Aber handeln, verkaufen, weißt du, das macht mir Spaß. Ich könnte mir sogar aussuchen, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Textilfabrik, auf dem Gut oder in der Immobilienfirma. Na? Eine Ausbildung solltest du machen. Das ist es doch fast. Das ist ganz genauso wie in Amerika. Da wirst du ins kalte Wasser geworfen und musst dann einfach schwimmen. Tut mir leid, dass meine Firma für dich kein Swimmingpool ist. Bist du jetzt eingeschnappt oder was? Wie kommst du denn darauf? Ich möchte nicht, dass du es von anderer Seite erfährst. Nur zu. Für eine kleine Sensation vorm Schlafengehen bin ich immer zu haben. Offensichtlich hat Barbara für ihre neue Kollektion ein ähnliches Thema gewählt, wie ich für Linie Clarisse. Das gibt's doch nicht. Doch. Henning hat's mir erzählt. Er sagt, Barbara sei total wütend. Aber was kannst du dafür, dass ihr zufällig das gleiche Thema gewählt habt? Eben, ich kann überhaupt nichts dafür. Das war alles ein dummer Zufall. Das Thema Afrika lag einfach in der Luft. Aber du weißt ja, wie empfindlich Barbara in letzter Zeit auf mich reagiert. Naja, du hast es ihr nicht immer leicht gemacht, Clarissa. Deswegen überlege ich mir jetzt auch ernsthaft, ob ich die Kampagne nicht ändern soll. Einfach, um ihr zu helfen. Du willst die Kampagne ändern? Ja, das würde ich machen. Barbara und dir zuliebe. Das würde zwar viel kosten, sehr viel sogar, aber... Nein. Das kann keine Lösung sein. Es muss noch andere Wege geben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin mit der Präsentation schon fertig und ich könnte morgen auf den Markt kommen. Barbara ist Gott sei Dank noch nicht so weit. Sie müsste vielleicht nur einige Entwürfe ändern. Man müsste einfach noch mal mit Barbara reden. Was meinst du denn mit Mann? Wenn ich mit ihr rede, geht sie doch sofort an die Decke. Na gut, dann werde ich das übernehmen. Bei mir bleibt sie wenigstens auf dem Boden der Realität. Ich stell den Alarm ab. Warte, vielleicht ist da hinten jemand. Glaubst du, ich habe Angst vor einem Einbrecher? Oh nein, ich habe vergessen, das Geld zur Bank zu bringen. Na, fabelhaft. Es ist noch da. Warte, ich rufe die Polizei an. Wo ist denn das Telefon? Da ist es ja. Hallo, ich möchte einen Einbruch melden. In der Pension Fiona Beckmann im Off-Limits. Nebenan ist auch keiner. Ach so, hallo. Das ist, glaube ich, alles in Ordnung. Vielleicht ein Fehlalarm. Ja. Sophie? Die Tür steht auf. Hast du nicht abgeschlossen? Was? Natürlich habe ich abgeschlossen. Das mache ich doch immer. Du willst schon weg? Was muss los? Du hast mir gar nicht erzählt, wie die Schwangerschaftsberatung gestern war. Kannst du dir doch denken. Woher denn? Hast du die Bescheinigung bekommen? Nee, was denn für eine Bescheinigung? Dann hast du es dir anders überlegt. Frag doch deine Frau Höffner. Wieso meine Frau Höffner? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich habe auch keine Lust mehr, mit dir darüber zu reden. Anna, ich wollte doch nur wissen, wie es gestern gelaufen ist. Ihr kennt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Was ist denn los? Du hast mir gar nicht erzählt, wie die Schwangerschaftsberatung gestern war. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal. Ich bin bei Lena. Ihr zeigt mich alle mal.
Christoph, weißt du, was das bedeutet? Ich kann alle Entwürfe wegwerfen. Die ganze Kollektion ist hin. Die Saison findet ohne mich statt. Dass Clarissa die gleiche Idee hatte wie du, ist doch bestimmt nur ein dummer Zufall. Gleiche Idee, dass ich nicht lache. Plagiat nennt man sowas. Das war ein ganz primitiver Ideenklau. Barbara, bitte. Ich weiß, es ist deine Frau und du liebst sie sehr. Aber für mich ist sie ein ganz unverschämtes Luder, das sich für keine Gemeinheit zu schade ist. Aber was soll sie denn machen? Immerhin ist sie bereit, ihre Kampagne zu stoppen. Das meint sie doch nicht ernst. Ihre Kampagne steht doch schon. Sie kann doch morgen auf den Markt. Und sie wird sie nicht stoppen. Nie und nimmer. Ich glaube, das siehst du falsch. Sie hätte es doch nie vorgeschlagen, wenn sie nicht bereit dazu wäre. Sie wird im letzten Augenblick einen Vertrag hervorzaubern, der ihr leider doch nicht ermöglicht, ihre Lieferung zu stoppen. Das heißt, du willst ihr Angebot nicht annehmen? Tut mir leid, Christoph, wenn ich das sagen muss. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dir ist nicht mehr zu helfen. Was ist denn passiert? Du hast ja furchtbar geklungen am Telefon. Ja, mir hämmert es jetzt noch quer durch den Schädel. Von außen ist aber noch alles okay. Erzähl, was war denn? Die Tür stand offen heute Nacht. Mitten in der Nacht. Ich habe wirklich abgeschlossen. Ich schließe jeden Abend ab. Meine Güte, das wird einer von den Pensionsgästen gewesen sein. Nein, die haben nur einen Schlüssel zur Hintertür. Na, und fehlt was? Das ist es ja nichts. Noch nicht mal Geld. Ich grübel wirklich schon die ganze Zeit, wer dahinter steckt. Deswegen das Hämmern. Die ungewohnte Anstrengung. Ich brauche eine Tablette. Da ist einer durch den Alarm gestört worden und abgehauen. Der ist gar nicht zum Klauen gekommen. Was ist denn? Fehlt doch was? Mein Adressbuch ist weg. Ich hab's immer hier in der Schublade. Vielleicht hast du es diesmal in deinem Handtäschchen. Henning, habe ich vielleicht ein Handtäschchen? So fröhlich habe ich dich ja schon lange nicht mehr erlebt. Tu doch nicht so scheinheilig. Denkst du, ich bin bescheuert? Anna! Ja, ist doch wahr. Glaubst du, ich merke das nicht, dass du mit dieser Höfner und deiner Decke steckst? Das war doch alles abgesprochen. Anna, glaub mir, das stimmt einfach nicht. Ist doch egal. Ich war nämlich bei einer echten Beratung. Was soll das heißen? Stell dir vor, Florians Schwester hat mir die vermittelt. Und ich weiß jetzt, dass mich niemand dazu zwingen kann, das Kind zu behalten. Das wirst du doch nicht wagen, jetzt das Baby abzutreiben. Das werden wir jetzt sehen. Anna, das kannst du nicht. Das ist doch Ja, ich weiß. Unser Baby. Sag mal, du spinnst doch. Das ist meins, verstehst du? Das ist mein Kind. Und da kannst du und diese Frau Höfner sich auf den Kopf stellen. Ich werde trotzdem abtreiben. Wenn du das tust, dann... Was dann? Dann bist du nicht mehr meine Tochter.